So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es wieder einen neuen Statusbericht. Das letzte Mal haben wir uns intensiv mit dem Thema Erde auseinandergesetzt. Ihr wisst ja vielleicht noch, also wir haben wirklich den Großteil des Neubauteils mit Streumaterial, eben was wir als Erde hergenommen haben, damit eingestreut. Also es fehlt wirklich nur ein kleiner Teil, da wo jetzt noch die Gebäude hinkommen. Aber sonst wirklich den großen Teil haben wir eingestreut und sieht gleich ganz anders aus, oder? Und falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, klickt da gerne rein. Ich verlinke euch das mal oben. Und deswegen, da haben wir echt einiges geschafft, war auch sehr zeitaufwendig, aber es hat sich gelohnt. Und ich würde sagen, mit dem Statusbericht knüpfen wir einfach direkt daran an, weil wir müssen noch ein paar Akzente setzen. Also wir müssen noch ein bisschen die Straßengräben, würde ich ganz gern, also links und rechts von der Straße, wo auch das, also das sind ja K-System-Fahrzeuge, die nachher drauf fahren, dass da einfach noch Schotter ist, quasi wie es dann in echt manchmal auch der Fall ist, vielleicht auch eher bei neueren Straßen, dass dann außen das Wasser gut absickern kann, tun wir da links und rechts Kies hin und auch die Schotterbettungen oder Gleisböschungen, dass die einfach noch sauber rauslaufen. Also man sieht es ja auch hier so ein bisschen, dass da nicht ein harter Cut ist, sondern es ist sanft dann Richtung Grasfläche oder Erdefläche dann rübergeht. Deswegen, das müssen wir auf jeden Fall machen. Und es fehlt ja auch noch der kleine Weg oben zum Bahnwärterhäuschen, was dann irgendwann mal hinkommt. Also von dem her sind so kleine Akzente, die müssen leider sein. Ich glaube, das Thema Schotter oder Kies haben wir wirklich jetzt auch viel gehabt, aber das letzte Mal noch Streumaterial und dann geht es an das Thema Vegetation. Also deswegen, wie gesagt, der Statusbericht dann jetzt hier nochmal die letzten Züge mit dem Thema Schotter und Kies und dann im nächsten Statusbericht eben mit dem Thema Vegetation bzw. Gras als erstes. Aber das soll es nicht erstmal gewesen sein, sondern ich habe wieder auf den Einschlägen Gebrauchtmarktseiten schöne Sachen entdeckt. Wieder ein paar schöne Waggons. Loks haben wir ja in letzter Zeit, oder haben wir eigentlich, oder hat man eigentlich genug, ja, muss ich dazu sagen. Deswegen ist man gerade eher auf der Suche nach schönen Wagen. Hab ein paar schöne Sachen gefunden und die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten und wünsche natürlich ganz viel Spaß dabei. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem gebrauchten Rollmaterial, also mit den gebrauchten Wagen an, die ich im Internet ergattern konnte, zu einem guten Preis. Und der erste im Bunde ist die Nummer 46917 von Märklin, also ein offener Güterwagen vom Typ EOS. Anhand der Embleme sieht man auch, er verträgt nur gewisse Spannungen. Das heißt, er hat einen Schleifer drunter und hat ein Schlusslicht. Also es ist ein Schlusslichtwagen der Schweizerischen Bundesbahn. Und also auch die Schrottdarstellung finde ich echt mega. Und auch der Wagen selber ist natürlich cool. EOS, glaube ich, Wagen kann man nie genug haben. Ist auch der erste schweizerische Wagen, den ich mir gekauft habe. Ich glaube, ich musste da wirklich mal einiges mir zulegen. Wobei bei dem Wagen ist mir gar nicht mal so wichtig, von welcher Bahngesellschaft der ist, sondern mir geht es eigentlich wieder nur darum, ihr kennt es ja vom das Schleiferdrehgestell, dass ich dann wieder Schleiferwagen machen kann. Deswegen, da verlinke ich euch auch mal oben rechts kurzes Video. Wir haben ja die Ludmilla umgebaut und da haben wir auch wirklich einen Wagen, so oder jetzt war es ein anderer, es war von der Deutschen Bahn einer. Da haben wir so ein Schleiferdrehgestell hergenommen und da eben einen Schleiferwagen draus gemacht. Also von dem her, das Ersatzteil kann man immer gut gebrauchen. So, und der zweite im Bunde ist die Nummer 43803 von Märklin. Ein Nahverkehrswagen bzw. ein Silberling. Und auch hier erkennt man, er verträgt nur eine gewisse Spannung. Das heißt, es ist eine Innenbeleuchtung bereits, also eine LED-Innenbeleuchtung ab Werk verbaut. Und der Wagen hat auch die, sagen wir, ozeanblaue Bemalung, zumindest untenrum. Also ein toller Wagen. So, und der nächste im Bunde ist dann die Nummer 43166, ein Steuerwagen der zweiten Klasse, also als Mitteleinstiegswagen. Wobei ich glaube, das ist die falsche Verpackung hier, weil das ist ein ganz normaler zweite Klasse Wagen, also Mitteleinstiegswagen. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass da die Verpackung vertauscht worden ist. Das ist natürlich auch dann der Punkt, wenn man gebraucht kauft. Wobei mich das wirklich überhaupt nicht interessiert, was für eine Verpackung der Zug hat. Also die Wagen sind wirklich im 1A-Zustand. Und ihr seht auch hier wieder mit dem Emblem, das heißt, er hat wieder serienmäßig Innenbeleuchtung verbaut. Und das gleiche in grün, ja, in grün, die Nummer 43126, der Personenwagen erste, zweite Klasse, auch wieder mit Innenbeleuchtung, Mitteleinstiegswagen, diesmal richtig, erste und zweite Klasse. Und dann zu guter Letzt die Nummer 41322, auch von Märklin, nämlich das Eilzugwagen Set 2 in der Epoche 4. Und so sieht das Ganze dann offen aus, also auch wieder mit einem
Silberling mit ozeanblauer Grundfarbgebung, sagen wir es mal so, und 2 Umbauwagen, aber der vierachsigen Variante. Ein sehr schönes Set, auch quasi neuwertig. Und die gezeigten Wagen heute, beziehungsweise die Personenwagen, muss man dazu sagen, die kennt ihr eigentlich alle schon. Ganz unauffällig, habe sie euch noch gar nicht vorgestellt gehabt, deswegen jetzt habe ich sie euch vorgestellt. Aber ich habe sie euch gezeigt bei dem atmosphärischen Fahrvideo. Könnt ihr vielleicht nochmal dran erinnern oder wenn ihr es noch gar nicht angeschaut habt, ich verlinke es euch mal oben rechts, deswegen klickt da gerne drauf. Es ist ein sehr schönes Video geworden, wie es so bei Regen beziehungsweise auch bei Gewitterstimmung in Abenddämmerung dann nachher geht der Tag dann so über, wie es in der Oberpfalz sein könnte in der Epoche 4. Und da habe ich dieses Wagenmaterial bereits im Einsatz gehabt und hat wirklich für tolle Bilder gesorgt. Deswegen freue mich sehr, weil ihr kennt mich normalerweise auch eher in Epoche 5, 6b zu Hause. Aber gerade für so ein paar Sonderzüge finde ich so gerade auch so Silberlinge. Die Mitteleinstiegswagen kann ich auch echt immer mehr anfreunden, habe ich auch schon ein paar euch da vorgestellt. Und auch so Umbauwagen, egal ob in der dreiachsigen oder vierachsigen Variante. Also die vierachsigen haben jetzt auch noch gefehlt, deswegen die habe ich jetzt auch. Kann man einfach nie genug haben, gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen darf es auch gerne was in der Epoche 4 sein, würde ich sagen. Ja, und dann zeige ich euch noch eben, wie fleißig die Lilly in der letzten Zeit gewesen ist. Also die Scheune kennt ihr ja soweit oder den Stall, wo auch dann das K-System-Fahrzeug dann drinne parken wird und dann auch durchfahren wird. Also von dem her, das muss noch dann jetzt mit Lichtern, also mit LEDs und mit einem Servomotor ausgestattet werden. Dann das Bauernhaus ist auch soweit fertig, deswegen das kann ich auch beleuchten. Und jetzt als letztes ist so ein kleines, süßes, kleines Wohnhaus fertiggestellt worden. Da fehlen jetzt, glaube ich, noch so Regenrinnen etc. Aber da muss ich quasi die Lilly gedulden oder jetzt auf mich warten, bis ich das Haus beleuchtet habe, weil dann kann man das Dach draufsetzen und das Ganze finalisieren. Ja, und auf dem wenig benutzten Schreibtisch ist auch noch ein weiteres kleines Wohnhaus, wo gerade die Lilly dran ist. Deswegen, das kommt dann auch oben in unser kleines Dorf hin. Deswegen sieht auch sehr knuffig aus. Bin gespannt, wie es wird. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir weiter zur Anlage. Ja, und wenn wir jetzt vor der Anlage stehen, dann fällt sofort auf, was ich in der letzten Zeit noch so gemacht habe, beziehungsweise was sich so getan hat, nämlich die ganzen weißen Flecken sind verschwunden. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, beim letzten Statusbericht, da war noch das Ganze nicht so homogen, diese ganze Erde dementsprechend dann von dem her, das sieht jetzt wirklich fein sauber aus. Überall das Ganze nachgebessert und auch die Wartungsklappen hier frei gemacht, auch von dem Kleber ausgeschnitten nochmal. Hier auch vorne die beiden Mauerstücke sind jetzt auch frei, also man kann alles wirklich super rausnehmen. Gut, die Mauer ist ja auch rausnehmbar, die ist aber weniger kritisch, weil da ist ja wirklich nur hier an der Seite noch ein bisschen, also hier überall Erde. Und ja, ich muss sagen, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Keine weißen Flecken mehr, beziehungsweise die sind eher dann auf der Straße drauf, beziehungsweise jetzt hier, da müssen wir auch nochmal ein bisschen nachschottern. Aber sonst, die müssen wir dann nachher nochmal neu drüber streichen, sagen wir es mal so. Das ging nicht anders. Ja, und dann hier nochmal. Hinten auch alles sauber gemacht. Und ja, ich glaube, das sieht doch ganz gut aus. Und ich habe dann hier nochmal einen zweiten Punkt gemacht, habe das gleich zum Anlass genommen, hier das Ganze abzukleben und dann einfach hier gleich mal den Teil auch alles mit Erde zu bestreuen, damit der Teil auch schon weg ist, beziehungsweise mir ist noch aufgefallen, dann gerade vom Übergang zum Altbauteil oder Altbauteil zum Neubauteil, da war ich damals ein bisschen sparsam und habe sozusagen die Anlage zu weit hier aufhören lassen. Und ich habe jetzt mit so Holzstäben das Ganze mit Heißkleber nochmal dran gemacht, noch ein paar Zentimeter. Deswegen, dass es jetzt bündig von der Anlagenkante hier eben oben bis zur Anlage ist. Deswegen habe ich hier auch nochmal nachgeerdet. Das wird dann nochmal mit Gras dann eben nochmal begrast. Und dann habe ich hier auch schon mal ein paar Blumen hingemacht. Deswegen, dass es dann auch wieder sauber aussieht. Habe ich gleich zum Anlass genommen und auch hier den Übergang gleich nochmal beerdet oder mit Erde versehen, weil das Gleis ist ja auch neu dazugekommen, eben im Zuge des ganzen Neubauteils und deswegen, dass wir das dann auch einschottern können. Ich glaube, das ist doch eine runde Sache. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an, erstmal mit dem K-System bzw. mit den Straßen, dass wir da jetzt links und rechts einfach ein bisschen Kies anstreuen, damit quasi wie in echt dann in den Straßengräben, sagen wir es mal so, einfach das Regenwasser gut abfließen kann. Ich glaube, es ist nicht bei jeder Straße, ich bin jetzt auch kein Straßenbauer, deswegen, aber ich finde es einfach, es gibt auch immer farbliche Akzente, wenn man dann sagt, okay, man hat jetzt hier überall Gras, man hat dann vielleicht noch ein bisschen Erde, sieht man manchmal durch und hat man so ein bisschen helleres Kies, dann einfach im Straßengraben oder an den Seiten dann, ich glaube, das sieht immer ganz gut aus.
Und der nächste Schritt wird jetzt noch sein, dass wir dann nochmal Schotter hernehmen und dann vor allen Dingen diese Furchen, die entstanden sind bei den Gleisen, dass wir die wegmachen, beziehungsweise auch, dass der Schotter so ein bisschen lose auch dann, sag mal, aufliegt, weil es ist mir ein bisschen zu bündig, diese Schienenbettungen und die Böschungen, und dass es einfach ein bisschen natürlicher aussieht. Und ich glaube, das ist dann eine schöne Sache. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Ja, und für das Einschottern der Straße nehme ich den gleichen Schotter, den wir hier auch in den Tunnel schon gemacht haben. Und zwar hier von noch den Gleisschotter 9372. Soll auch überhaupt keine Werbung sein, deswegen mit dem habe ich auch angefangen, im Altbauteil alles erstmal eingeschottert, bis ich dann gemerkt habe, ja, Erde ist vielleicht auch nicht verkehrt. Und zum Bekleben nehme ich den Graskleber von noch, also die 61130, kennt ihr auch schon bereits. Und dann einfach ein paar Pinsel, und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach. Und ich glaube, dann nehme ich jetzt erstmal den kleinen Pinsel. Und dann mache ich einfach außen die Kanten, die von den K-Systemen sozusagen Fahrbahnstücken, von den Fahrbahnplatten, die aus Holz ja sind, diese Laser Cut Street oder Laser Street Elemente, vielmehr heißen die ja, dann einfach quasi diesen Übergang. Den mache ich mit, oder tue ich Kleber hin und dann eben mit Schotter bedecken. Jetzt nehmen wir einfach den Schotter und streuen den dann dahin. Das kann man sogar. Und ich drücke dann überall noch mal so ein bisschen rauf. Dann merke ich auch, ob da noch mal irgendwo zu wenig Kies drauf ist. Der kommt nämlich dann so ein bisschen durch. Genau, also der Kleber kommt dann durch, wenn ich zu wenig Kies habe. So rum. So, und wenn das alles getrocknet ist, dann können wir wieder unseren Staubsauger nehmen. Diesmal mit Nylonstrumpf, weil den Kies können wir ja einfach wiederverwenden. Und dann saugen wir das Ganze ab. So, und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Und ich glaube, das passt doch jetzt ganz gut. Ich habe da hinten nochmal und hier, da war ja alles noch ein bisschen mit Kork. Den Kork hat man so gesehen, vielmehr, das habe ich jetzt auch bedeckt. Und ich würde sagen, wir können weitermachen mit dem Schotter für die Gleisbettungen. So, und jetzt werden wir noch ein bisschen die Gleisbettungen aufhübschen, weil beim Einbau, zum Beispiel haben wir hier nur ein paar Spalte, die wollen wir überdecken. Und auf der anderen Seite haben wir auch dann durch das ganze Erdestreuen, ist die Erde quasi noch ein bisschen hochgewandert, weil man natürlich mit dem Kleber rangekommen ist. Jetzt kann man es natürlich lassen, aber dass natürlich alles so voller Erde verdeckt ist, finde ich jetzt weniger realistisch. Und deswegen würde ich jetzt gern überall locker, auch zwischendrin, wo ein bisschen nochmal Kleber drauf gekommen ist, einfach das überdecken. Und dann nehme ich einfach den noch Graskleber nochmal. Soll auch keine Werbung sein, weil es gibt ja extra diesen
Spezialkleber extra für das ganze Styrodur. Ist aber dann ein bisschen zu ergiebig. Den Graskleber kann man sehr, sehr fein drauf machen. Man könnte jetzt auch wahrscheinlich ganz normalen Uhu-Kleber, also so Flüssigkleber nehmen. Vielleicht geht es auch mit einem Prittstift oder sowas dann. Also wahrscheinlich kann man da vieles hernehmen. Ich habe jetzt einfach mal zum Streichen, nehme ich jetzt diesen Graskleber und habe da einfach dann noch, gibt ja lose, einfach so Korkschotter. Den habe ich mir in so ein kleines Döschen reingetan, so Vitamin-C-Pulver. Döschen, das nehme ich dann immer und kann das dann einfach dann drüber streuen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Und dann nehme ich einfach so einen Pinsel und gehe gerade an die Seite von der Böschung drauf, beziehungsweise auch einfach immer so leicht an den Seiten, da wo wir Erde gestreut haben, weil der ganze Schotter soll ja auch so ein bisschen lose dann aufliegen. Und dann nehme ich da einfach die Dose, hier mit dem Schottermaterial. Oh, da ist ein Metallstückchen drin. Dann tue ich das einfach hier so drüber streuen. Ui, das war ein bisschen viel. Und dann kann das Ganze trocknen, beziehungsweise wir machen es erstmal weiter. Und nach dem Trocknen können wir das Ganze absaugen und dann sieht es hoffentlich ganz hübsch aus. So, und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Man sieht auch, jetzt ist es viel, viel weicher, die Kanten. Also es sind erstmal keine Kanten drin, auch jetzt in der Mitte zum Beispiel. Da waren ja auch noch so ein paar Überlappungen. Und auch der Auslauf eben zur Erde hin ist jetzt viel sanfter und war ist nicht so hart. Einmal Schotterbett und dann direkt Erde, beziehungsweise mir ist dann auch passiert beim Einstreuen mit Erde, dass natürlich auch Erde auf dieses Schotterbett draufgekommen ist. Und so ist es jetzt viel sanfter und ich finde realistischer. Und wenn man das Ganze jetzt weitergeht, sieht es wirklich jetzt sehr, sehr gut aus. Auch unten. Und ich habe den Teil auch noch sogar gleich eingeschottert, deswegen dann ist nämlich jetzt der Verbund zur Anlage auch gleich fertig. Ja, und den Weg habe ich auch gleich gemacht. Habe dazu erstmal Schotter aufgetragen. Das war aber jetzt auch ein bisschen zu hart und deswegen habe ich dann einfach das Ganze mit Erde quasi nochmal ausgestaltet außen, dass der Weg einfach auch ja, natürlicher wirkt, kann man sagen. Also auch ein bisschen sanfter. Und ich glaube, das ist doch jetzt auch eine gute Sache. So, und dann haben wir doch einiges geschafft für heute, oder? Und es war doch wieder, zeitlich zumindest, wirklich doch ein ja, größerer Aufwand, kann man sagen, als gedacht. Wie so oft, aber das ist ja schön am Hobby, es entschleunigt und dafür lieben wir es ja auch, oder zumindest als ein Teil, weil ich glaube, in der heutigen Zeit ist wirklich vieles, sagen wir mal, zu schnelllebig. Und ich glaube, dabei ist die Modelleisenbahn, die hilft da wirklich sehr, das Ganze eben zu entschleunigen. Aber man verschätzt sich doch auch oft. Also ich habe jetzt auch gedacht, mit dem Kies so an den Seiten, das geht relativ schnell. Aber man hat ja nicht unendlich viel Kies gekauft oder Schotter. Deswegen muss man immer warten, bis dann alles trocken ist, kann es wieder absaugen, kann es dann eben für den nächsten Teil hernehmen. Und so geht das Ganze immer weiter. Und das gleiche auch mit den Gleisen dann. Deswegen hat sich das auch wieder auf jeden Fall jetzt über eine Woche ungefähr, aber weil man immer einen Tag ja auch warten muss, bis es getrocknet ist. Also über eine Woche hat es auf jeden Fall wieder gedauert, einfach vom zeitlichen Rahmen her. Weil ihr kriegt ja immer die sehr komprimierte Version. Ich wollte euch da nicht weiß nicht, stundenlang zeigen, wie ich jede einzelne Stelle beschottere. Von dem her, aber einfach mal so als Rahmen,
oder ja, zeitlichen Rahmen, aber das kennt ihr ja. Ich glaube, die von euch wirklich auch das Hobby aktiv betreiben, die wissen, dass einfach Kleinigkeiten wirklich ihre Zeit brauchen. Und wie gesagt, das ist ja sehr, sehr toll und gehört wirklich dazu. Was kommt denn als nächstes? Also ich würde jetzt bis zum nächsten Statusbericht mal die Straße unten ein bisschen finalisieren, weil die sieht nicht so schön mehr aus. Vom Spachteln war man ein bisschen unsauber und auch ein bisschen was vom Streumaterial und sowas dann ist hier auf die Straße gekommen. Deswegen, das würde ich alles wegmachen und dann auch die Straße neu tapezieren, würde ich schon sagen. Nein, neu bemalen, dass es alles wieder sauber ist. Deswegen, das, wie gesagt, mache ich bis zum nächsten Statusbericht und da würde ich aber auch vor allen Dingen sagen, also Straße würde ich euch jetzt gar nicht zeigen. Ich glaube, das ist nicht so spannend, das haben wir alles schon durch. Wir werden nämlich dann das Thema Begrasen angehen und da freue ich mich wirklich besonders drauf, weil gerade das ganze Thema Vegetation können wir jetzt starten und ich glaube, das macht dann wirklich nachher sehr, sehr viel aus. Und da habe ich auch schon mal ein bisschen Gras gekauft und zwar diese Sommerwiese, die kennt ihr ja soweit. Die nehme ich sehr, sehr oft. Und dann habe ich jetzt diesmal Waldboden genommen, weil man wirklich ja auch viel Wald jetzt hier auf dem Berg und auch so einige Waldflächen hat. Bin ich mal gespannt, weil ich sonst immer generell nur dunkles Gras genommen habe. Und das ist jetzt so ein bisschen nochmal mit so Art, ja, Blätter oder sowas dann versehen. Ich bin gespannt. Soll natürlich keine Werbung sein. Also ich habe das alles von meinem Geld gekauft. Und dann noch goldgelbes Streugras. Hatte ich noch gar nicht. Und will dann so ein paar Akzente quasi mit so verdorrtem Gras dann setzen. Ich bin gespannt, wie ich das mache, weil ich habe ja noch diese Streudose. Freue mich da wirklich sehr drauf und hoffe, ihr schaltet wieder beim nächsten Mal ein und wünsche euch aber erstmal einen wunderschönen MOBA-Sonntag. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal, gell? Macht's es gut, bis dahin, tschüss!